Begleite mich heute dabei, wie ich dir zeige, deine eigene Hefe von Anfang an selbst herzustellen und dir die Gründe zu erklären, warum es wirklich so wichtig ist, nicht mehr die gekaufte Hefe zu nutzen. Hallo, hier ist Emma Magians. So, ihr seht gerade im Hintergrund, wie ich mein Glasgefäß mal ausspüle. Und ich zeige euch das wirklich von Grund auf, denn es gibt immer mal wieder ein paar Fragen. Und ich habe hier einige Tipps und Tricks, die wirklich für den Alltag perfekt sind. Ich habe ein bisschen Spüli in das Glasgefäß gegeben, lasse da jetzt heißes Wasser reinfließen und pack den Deckel da einfach wieder drauf. Lasse das Ganze für circa 10 Minuten einfach hier in meinem Spülbecken stehen, kümmere mich um ein paar andere Sachen. Und wenn es dann soweit ist, nehme ich mir so einen haushaltsüblichen Schwamm und kümmere mich jetzt erst einmal um den Deckel. Den kann ich hier ganz einfach reinigen. Falls sich da manchmal Dreck absetzt, dann könnt ihr da auch mal mit dem Zahnstocher oder mit dem Schaschlikspieß eben reingehen. Ich spüle das Ganze wirklich heiß nochmal eben kurz durch, dass sich da keine Spülreste oder auch andere Sachen bilden. Huch, so. Und gebe das Ganze dann auf ein sauberes Handtuch und lasse es einfach bei Zimmertemperatur trocknen. Kümmern wir uns jetzt hier nochmal eben um die Flasche. Da gibt es etwas ganz Wichtiges. Die Glaskaraffe nutze ich tatsächlich wirklich seit unheimlich vielen Jahren. Es gibt aber was ganz Wichtiges zu wissen. Viele von euch haben die Karaffe auch, deswegen dachte ich mir, packe ich das nochmal eben dazu. Bei der Produktion, ich weiß nicht, ob ihr das gerade beim Griff sehen könnt, da ist so eine kleine Lasche. Da bildet sich manchmal ein bisschen Dreck. Und die kriegt ihr auch hier mit diesem Flaschenreiniger nicht so gut weg. Guckt mal, seht ihr das? Hier. Ich zeige euch das gleich nochmal im Nahen. Ich habe jetzt hier einen Schaschlikspieß, ihr könnt aber auch zum Beispiel einen Zahnstocher nehmen. Den lege ich jetzt hier an, gucke nach der Größe, breche ihn da einfach eben so durch. Und dann könnt ihr mit der Spitze da in diese kleine Lasche reingehen. Das ist auch so eine kleine Spitze. Und das müsst ihr nicht ständig machen. Also ich habe das früher auch tatsächlich vernachlässigt. Aber es ist wichtig, bei der selbst hergestellten Hefe immer sauber zu arbeiten. Und da können sich Spülreste bilden oder aber auch irgendwelche Essensreste von dem Anstellgut. Und deswegen mache ich das einfach gründlich sauber und zeige euch das jetzt nochmal. Guckt mal. Hier. Das ist so eine kleine Spitze und da friemel ich eben so ein bisschen rum. Klappt super einfach. Also das müsst ihr nicht ständig machen, aber falls ihr das machen möchtet, so geht das, ist echt ganz einfach, aber wichtig. So, ein bisschen Wasser immer reinlaufen lassen und wieder ein bisschen mit der Spitze rein. Seht ihr, das ist auch schon das Schlimmste bei der Hefeherstellung, wenn man so möchte. Und ganz viele schreiben mir immer, Emma, das ist doch totaler Quatsch, dass du deine Hefe selber herstellst. Die paar Cent, die das im Supermarkt kostet. Ja, das stimmt tatsächlich. Es ist total günstig, das zu kaufen. Und warum sollte ich denn das selber machen? Naja, zum einen, weil mir meine Gesundheit am Herzen liegt. Denn bei der Herstellung von der Industriehefe wird unheimlich viel Chemie verwendet. Und diese Inzesthefe, was es tatsächlich ist, die ist so hoch gepusht, dass der Teig innerhalb von 30 bis 60 Minuten zwar aufgeht, was natürlich schnell ist, aber tatsächlich bleibt eure Gesundheit auf der Strecke, denn manche Stoffe beim Aufgehen bilden sich erst nach Stunden, können die sich reduzieren, zum Beispiel diese FODMAPs. Einige von euch haben da schon von gehört. Und diese Stoffe können sich dabei nicht abbauen. Deswegen vertragen ganz viele mittlerweile dieses Hefegebäck dann nicht mehr. Aber kein Grund zur Sorge, denn durch die selbst hergestellte Hefe habt ihr dieses Problem nicht mehr. Erstens könnt ihr Hefe aus Resten herstellen. Das heißt, es kostet euch quasi gar nichts. Und zweitens ist es viel gesünder, weil ihr längere Gehzeiten habt. Und wie ihr die gut behandelt oder wie ihr das gut organisiert, erkläre ich euch später nochmal im Video. So, hier spüle ich jetzt erst einmal, nachdem ich gründlich meine Flasche gereinigt habe, diese nochmal heiß aus. Habt ihr ein neues Gefäß, was gar nicht dreckig ist, und das stand jetzt vielleicht nur einige Zeit im Schrank und ihr möchtet das benutzen, dann könnt ihr es auch zum Beispiel in den heißen Ofen geben, natürlich vorausgesetzt, es ist hitzebeständig und vielleicht nach dem Backen. Das heißt, ihr müsst da nicht nochmal extra irgendwelche Energie aufwenden. Hier habe ich jetzt mein Anstellgut, leckere Tomaten und ich möchte euch auch ein bisschen davon wegbringen, ganz viele benutzen nur Rosinen oder Datteln. Und das ist natürlich gelingsicher, aber es gibt noch viel bessere Zutaten. Ich schwöre tatsächlich mittlerweile auf Tomaten und auf frische Äpfel, die sind toll. Und
Ganz viele sind immer unsicher. Wie mache ich das denn, Emma? Muss ich das schälen? Wenn ja, wie und wie funktioniert das? Darf ich das waschen? Ja, nein. Also, ihr dürft das natürlich waschen und lasst es einfach ein bisschen bei Zimmertemperatur stehen. Ich sage immer eine halbe Stunde, aber theoretisch könntet ihr es auch sofort verwenden. Ich bin da so ein kleiner Schisser und gebe den Hefekulturen aus der Luft Zeit, sich wieder auf meinen Tomaten hier abzusetzen. Dann zerschneide ich das. Solltet ihr zum Beispiel Obst nehmen, was ihr schälen möchtet oder müsst, dann könnt ihr das genauso machen. Das geschnittene Anstellgut dann einfach kurz bei Zimmertemperatur stehen lassen, dann setzen sich die Hefekulturen wieder drauf und alles ist schick. So, Flasche und Deckel hatte ich jetzt einfach hier ein bisschen von Natur aus trocknen lassen. Da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit, das stört aber nicht. Ich gebe jetzt hier ganz normales Leitungswasser mit hinzu. Solltet ihr kein chlorfreies Leitungswasser bei euch haben, das ist nämlich wichtig, denn Chlor tötet Bakterien und auch leider unsere Hefekulturen, deswegen können wir das nicht verwenden, dann nehmt einfach stilles Mineralwasser. Habt ihr das nicht zur Hand, schüttet das mit Kohlensäure versetzte Mineralwasser und dann ist das auch in Ordnung. So, ich nehme immer so 500 bis 1 Liter, also 500 Milliliter bis 1 Liter Wasser aus dem Hahn. Ich mache das immer so 3/4 voll, meine Glaskaraffe. Also ich messe das tatsächlich gar nicht ab, sondern gucke nur darauf. Und 2, 3 Stückchen von den Tomaten würden jetzt reichen. Aber ich muss es ein bisschen übertreiben und gebe einfach direkt eine ganze Tomate mit hinein. Das sorgt natürlich später auch für die schöne Farbe. Das heißt, wenn ihr tolle Früchte nehmt, Brombeeren, Himbeeren oder auch Äpfel, dann habt ihr wirklich ein tolles Farbspiel, falls ihr verschieden habt. Als Zucker reicht ein Teelöffel. Ich nehme jetzt hier einfach den Sirup. Das ist kein Sponsoring, sondern das ist einfach den Sirup, den ich benutze. Ihr könnt auch Agavensirup oder ähnliches nehmen oder normalen Kristallzucker, Rohrzucker oder auch, wenn ihr nicht Veganer seid, Honig. Ich bin tatsächlich jetzt mittlerweile auf den Zuckerrübensirup umgestiegen, weil der einfach regional hergestellt wird und auch nicht zu süß ist. So, das Ganze bleibt jetzt bei Zimmertemperatur stehen. Morgens und abends schüttel ich das. Und die Erstherstellung dauert circa 3 bis 8 Tage. Ich kann euch das tatsächlich nicht genauer sagen, denn es hängt auch vor allem von eurer Temperatur ab. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe hier unten rechts neben meinem Mörser so eine Temperaturanzeige. Bei mir in der Küche, da bin ich sehr gesegnet, ist es immer sehr warm. Hefe braucht normalerweise 30 bis 35 Grad. Bei mir in der Küche sind es durchschnittlich 25 bis 30 Grad. Kann auch im Sommer wärmer werden, wenn der Ofen nochmal an ist. Die meisten von euch haben das nicht, aber macht euch da keine Sorge. Wichtig ist, ihr habt das irgendwie warm eingepackt in Styropor, vielleicht mit einer Wärmflasche, nebendran dazwischen noch ein Handtuch, damit es nicht zu heiß wird. Ihr könnt auch einen Gärkorb euch besorgen. Ich habe alle meine Utensilien auch nochmal in meinem Shop und unter dem Video verlinkt. Guckt euch das ruhig mal an. Tolle Möglichkeiten, oder wenn ihr einen freistehenden Kühlschrank habt, dann stellt eure Hefeteige und euer Hefewasser einfach da drauf, denn die Wärme vom Gerät, also von den elektrischen Geräten, zieht nach oben. Ist rein simple Physik. So, ihr seht, wie ich morgens und abends immer mein Hefewasser schüttel und es schäumt mittlerweile richtig gut. Aber der Schaum ist kein Indiz dafür, dass es stark oder schwach ist. Es zeigt einfach, dass sich Kohlensäure gebildet hat. Es gibt auch Anstellgut, zum Beispiel Samen, Körner oder auch Kräuter. Bei denen passiert da groß nichts mit einer Schaumentwicklung. Das ist kein Indiz, sondern riecht daran. Es muss alkoholisch riechen und nach dem Anstellgut. Wenn ihr merkt, es riecht nach Käse oder modrig, schimmlig, dann hat das nicht geklappt. Dann bitte entsorgen. Wenn es sehr warm bei euch ist, dann kann es auch sein, dass ihr vielleicht 3-mal am Tag schütteln müsst, aber normalerweise reicht es aus morgens und abends. Deckel kurz hochheben, damit die Kohlensäure entweichen kann. Vor allem, wenn ihr nicht dieses praktische Glasgefäß benutzt, sondern was anderes. So, ich rieche mal kurz dran. Das riecht wirklich schon richtig schön fruchtig. Ich erkläre euch gleich nochmal was zum Anstellgut, was wichtig ist. So, ich habe es jetzt nochmal einen halben Tag stehen gelassen. Ihr seht, die Früchte schwimmen oben und so ein bisschen Satz hat sich da unten gebildet. Denn das Anstellgut löst sich immer so ein bisschen auf. Da sind dann so abgestorbene Kulturen mit dabei. Keine Sorge, das ist völlig normal und es ist auch völlig normal, wenn mal Anstellgut nicht nach oben treibt oder wenn nur ein Teil nach oben treibt, der Rest bleibt unten.
Das ist völlig in Ordnung. Und wenn ihr das Hefewasser dann nicht benutzt, stellt es einfach in den Kühlschrank mit oder ohne Anstellgut. Das ist auch vollkommen egal. Ich püriere meins immer, ich zeige euch das aber auch gleich nochmal. Und präsentiere euch jetzt mal, wie ihr testen könnt, ob euer Hefewasser stark genug ist zum Backen. Ihr könnt es normalerweise direkt bei der Erstherstellung auch verwenden. Natürlich ist es dann noch ein bisschen schwach, das ist ähnlich wie beim Sauerteig. Der braucht einfach ein paar Auffrischungen, bis er kräftiger ist. Das ist was ganz Natürliches, macht euch da keine Sorgen, ihr braucht auch nicht mit der künstlichen Hefe nachhelfen. Dann ist das erste Brot vielleicht ein bisschen flacher, macht euch da keine Sorgen. Hier ist jetzt einmal ein kleiner Tipp. So, ich vermenge das hier mit circa 3 bis 5 Esslöffeln Mehl. Ich habe jetzt hier Weizen genommen, es kann aber auch ein Pseudogetreide oder auch Dinkel sein. Ich nehme circa, wie gesagt, 3 bis 5 Esslöffel Mehl und dazu 50 bis 100 Milliliter von dem Hefewasser. Das ist jetzt hier das Bestandshefewasser. Ganz einfach und unkompliziert. Also ich weiß, für viele erschlägt es die, aber ich finde es einfach wichtig, tut euch und der Umwelt was Gutes, macht die Hefe selber. Ich bin selber Vollzeit berufstätig, deswegen die Ausrede mit, ja, ich arbeite Vollzeit, habe keine Zeit, das zieht nicht. Ich habe auch eine Familie im Hintergrund, ganz viele Kinder, die was von mir wollen und auch einen Ehemann. Das klappt trotzdem. Ihr könnt das integrieren, es ist super einfach und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr es mal austestet. Gebt dieser Hefe einfach mal eine Chance. Ich habe jetzt hier dieses selbst hergestellte, was wir gemacht haben. Es hat ein paar Tage im Kühlschrank gestanden. Ich siebe das jetzt gerade noch nicht durch und filter das hier ab. Zack, schön rein damit. So. Und dann auch das hier einmal reingeben. Und ich habe unterschiedliche Deckel verwendet. Das heißt, man kann genau erkennen, was ist. Also, das mit den Ahornblättern, das ist das mit der Bestandshefe. Ich nehme gleich ein blumiges Muster für die frische Hefe. Und ihr könnt als kleiner Trick das auch so machen, wenn die erste Hefe noch nicht triebstark ist. Dann könnt ihr sie einfach immer mal wieder füttern. Dabei lasst ihr sie bei Zimmertemperatur 1-2 Tage draußen stehen. Morgens, abends schütteln, 1 Teelöffel Zucker hinzugeben und dadurch vermehren sich die Kulturen auch und dann ist der nächste Mehltest dann vielleicht erfolgreicher, falls der das noch nicht beim ersten Mal sein sollte. Und so könnt ihr eure Hefe auch kräftigen. So, 8 bis 10 Stunden später gucken wir mal, was hat sich hier getan. Ja, das war klar. Die linke Seite ist ja die selbst hergestellte Hefe. Die hat sich ein bisschen vermehrt, also die ist gestiegen und hat auch Blasen entwickelt, das ist super, aber klar, die Bestandshefe, die ich schon wirklich sehr lange verwende, die ist verdoppelt bzw. schon fast verdreifacht. Und jetzt zeige ich euch was zum Auffrischen. Denn, und da zitiere ich eine Werbung, die Geschichte des Hefewassers ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und das ist tatsächlich so. Ganz viele machen Hefewasser auf eine bestimmte Art und Weise, knallen da unheimlich viel Zucker rein. Und ich teste schon seit vielen Jahren hier auf meinem Kanal alles für euch und stelle auch vieles in Frage, wovon ich auch ausgegangen bin. Ganz früher habe ich Videos hergestellt, wo ich immer einen Vorteig gemacht habe. Das ist totaler Quatsch, braucht ihr gar nicht. So, und auch hier jetzt bei dem Auffrischen. Müsste ich theoretisch nicht, weil ihr seht, das Gefäß ist noch voll. Ich habe ja 2 Karaffen, mit denen ich immer arbeite. Aber ich will euch das jetzt mal zeigen. Das Anstellgut könnt ihr entweder über den Kompost entsorgen. Da freuen sich die Regenwürmer unheimlich drüber. Das ist fermentiertes Anstellgut. Das ist richtig gut, gesund. Nicht nur für den Kompost, sondern auch für euch. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich das jetzt hier rausfische und dann einfach in meiner Gewürzmühle hier von meiner Küchenmaschine püriere. Könnt es natürlich auch mit einem Stabmixer machen, denn es ist unheimlich gesund, ähnlich wie Sauerkraut. Es ist fermentiert, es ist was Natürliches und das ist gut für euren Organismus. Deswegen, zack, hier den Deckel drauf und ab auf meine Küchenmaschine. Wie macht ihr das? Wenn ihr Hefewasser selber herstellt, benutzt ihr das Anstellgut, macht das wieder in euer Hefewasser, so wie ich das tue, oder macht ihr das weg? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und auch mit welchem Anstellgut ihr das am liebsten macht. Also meine Favoriten sind tatsächlich mittlerweile Äpfel und Tomaten, als Ausweichmöglichkeit immer Datteln, wenn ich das neu herstelle. Aber tatsächlich
bei der Auffrischung braucht ihr das theoretisch gar nicht. Zeige ich euch gleich. Ihr könnt jetzt das Anstellgut hier durch ein Sieb geben und das dann mit hinzufügen. Ich muss tatsächlich gestehen, das mache ich nie. Ich gebe das pürierte Anstellgut direkt wieder in das Hefewasser rein. Mich interessiert das gar nicht, ob da irgendwelche Samen und Körner von den Tomaten jetzt mit dabei sind. Das finde ich völlig in Ordnung, aber ich will euch die Möglichkeit zeigen, ihr könnt es hier einmal durch ein Sieb geben. Und den Trester könntet ihr theoretisch jetzt auch trocknen, pürieren und dann in eure nächste Soße mit hineingeben. Also bitte nichts verkommen lassen, das ist so toll. Hefewasser und auch das Anstellgut lässt sich immer weiter verwenden. So, und dann habe ich ja letztens ein Video gehabt, wo ich das ausprobiert habe. Es geht jetzt um die Auffrischung. Das heißt, ich habe jetzt mein Hefewasser verwendet. Denkt euch hier links die Schüssel mit dem Hefewasser weg. Und ich möchte jetzt wieder mein Hefewasser auffrischen, verlängern, damit ich wieder Neues habe. Damit ich mehr backen kann. Dann nehme ich hier wieder mein Gefäß, habe es gereinigt, packe das Wasser rein und hier einmal den Teelöffel Zucker. Und dann nehmt ihr von eurer Bestandshefe, die ihr ja jetzt habt, weil ihr das erfolgreich hergestellt habt, ungefähr 50 bis 100 Milliliter, das reicht vollkommen aus, und gebt sie dann in eure Glaskaraffe. Ich habe hier so meine kleine Schüssel. Ich habe das auch tatsächlich nicht richtig abgemessen. So, und dann gebt ihr das mit hinein. Und ich mache das immer so, ich messe das eigentlich gar nicht ab. Ich sehe immer 3/4 voll, fast voll, das passt völlig. Und früher habe ich immer gesagt, gebt nochmal 2, 3 Datteln oder was anderes mit hinein. Braucht ihr nicht. Auffrischen einfach so 2 bis 3 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen und dann morgens und abends eben durchschütteln. Das war's. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wünsche euch viel Spaß bei der Herstellung der selbstgemachten Hefe. Ihr seht, es ist super einfach und ich habe jetzt hier noch ein paar leckere Rezepte für euch. Herzliche Grüße, eure Emma.